Bratwurst, gebrannte Mandeln, Crêpe & Co. So teuer ist ein Besuch auf der Rheinkirmes. Riesenrad, Bratwurst und Nervenkitzel. Nur was kostet der Spaß? Ein Überblick über die Preise auf der größten Kirmes am Rhein. Von kulinarischen Klassikern bis zu wilden und gemütlichen Fahrgeschäften. Von Amélie Bridonneau und Marlin Kappen. Wer auf der Kirmes nichts verpassen will, von wilden Fahrten bis zu süßen Leckereien, braucht vor allem eines, ein gut gefülltes Portemonnaie. Denn auch in diesem Jahr zeigt sich, dass Vergnügen seinen Preis hat. Ein Rundgang über die größte Kirmes am Rhein verrät, mit welchen Kosten Besucher rechnen müssen. Fahrgeschäfte und Buden. Die Jahrmarktklassiker wie Entenangeln, Ringe werfen und Dosen schmeißen sind zahlreich auf dem Gelände vertreten. Die Preise bewegen sich alle in einem ähnlichen Rahmen. Entenangeln kostet zwischen 3,50 € für 6 Enten und 9 € für 15 Enten. Beim Dosenwerfen gibt es für Kinder ein Sonderangebot. Während Erwachsene 5 € für 3 Bälle zahlen müssen, bekommen Kinder für denselben Preis einen Ball mehr. Beim Ringewerfen kosten 4 Ringe 3 €. Eine Rose für seine Liebsten kann man ab 6 € für 8 Schuss schießen. Dieses Jahr ist die Rheinkirmes auch wieder familienfreundlich gestaltet. Die verschiedenen Kinderkarusselle kosten pro Fahrt um die 3,50 €. Zusätzlich gibt es Familienangebote, zum Beispiel 12 € für 4 Personen. Für das Autoscooterfahren müssen 3 € pro Chip, also pro Fahrt, gezahlt werden. Die größeren Fahrgeschäfte kosten typischerweise etwas mehr als die Familienkarusselle. Die meisten Achterbahnen kosten dieses Jahr 5 bis 8 €. Geisterbahnfans kommen am günstigsten weg. Eine Fahrt kostet hier 5 €. Auch den Breakdancer kann man für 5 € erleben. Für den Topspin und die Alpinerbahn müssen 6 und 7 € unter 1,40 Meter 5 € gezahlt werden. Alle, die sich trauen, die neue Adrenalinattraktion Evolution auszuprobieren, können das für 8 € tun. Im Riesenkettenkarussell Bayern Tower und in der Wilden Maus XXL darf ebenfalls für 8 € mitgefahren werden. Bei letzterem kann man noch 2 € drauflegen, wenn man die Fahrt gerne mit einer VR-Brille erleben mag. Essen. Was beim Schlemmen auf der Kirmes nicht fehlen darf, ist ein Abstecher zum Süßigkeitenstand. Kleine Lebkuchenherzen mit Sprüchen wie Beste Mama oder Engel kosten 4 €. Größere Varianten liegen bei 8,50 €. Popcorn wird in unterschiedlichen Größen angeboten und kostet je nach Menge zwischen 3 und 7 €. Der Geruch gebrannter Mandeln ist schon von weitem in der Nase. Beim Näherkommen zeigt sich, 100 Gramm kosten in der Regel 5 €. 200 Gramm liegen meist zwischen 8,50 € und 9,50 €. Wer sich für bereits abgepackte Ware entscheidet, zahlt etwas weniger. Hier starten 100 Gramm schon bei 4 €. Schokofrüchte sind wie gewohnt recht teuer. Ein Schokobananenspieß kostet 5 €. Der Erdbeerspieß liegt bei 6 €. Direkt nebenan wartet ein echter Kirmesklassiker, Crêpe. Ein einfacher Crêpe mit Zucker kostet 4,50 €. Varianten mit mehr Belag wie Banane und Nutella liegen bei 6,50 €. Wer es ausgefallener mag, kann auch beschwipste Crêpes bestellen, beispielsweise mit Amaretto für rund 7 €. Auch für herzhafte Snacks ist gesorgt. Für eine Portion Backfisch zahlt man etwa 7 €. Die Soße kommt meist extra dazu. Gebratene Champignons kosten zwischen 6 und 7 €. Die klassische Portion Pommes startet bei 4 €. Für spezielle Soßen oder Geschmacksrichtungen wie Trüffelpommes muss entsprechend mehr bezahlt werden. Eine Bratwurst im Brötchen gibt es ab 4,50 €. Getränke. Wer viel isst, bekommt natürlich auch Durst. Softdrinks gibt es auf dem Kirmesgelände ab 3 €. Alkoholfreie Cocktails starten bei 7 €. Wer etwas mit Alkohol möchte, zahlt für Longdrinks wie Tequila Sunrise oder Sex on the Beach etwa 10 €. Ein Glas Wein gibt es ab 7,50 €. Ein Aperol Spritz kostet mindestens 8,50 €. Die Benutzung der Toilette auf dem Gelände kostet 1 €.
Beklemm